Hallo Leute! Heute machen wir zusammen eine Pizza und lernen dabei ganz viele deutsche Wörter. Und nur so nebenbei. Das sind die Pizzen, die ich selbst mache. Also, sie haben kein besonderes Rezept, aber sie werden immer lecker. Und also, falls ihr mich nicht kennt und neu seid, mein Name ist Mohadesse Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und wohne hier in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön! Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich zu Hause leckere Pizza machen kann. Aber ich habe es einmal ausprobiert und es ist tatsächlich gut geworden. Es gibt übrigens einen Pizzateig bei Kaufland, der wirklich richtig gut ist, aber den habe ich heute leider nicht gefunden. Mit dem wird die Pizza richtig lecker. Aber lernt generell lieber keine Rezepte von mir, weil ich meiner Meinung nach keine besonders gute Köchin bin. Konzentrieren wir uns lieber einfach auf Deutsch. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich die Paprika und die Tomaten gewaschen und in Ringe geschnitten. Ja, ich habe die Paprika und die Tomaten in Ringe geschnitten. Diese Paprika ist übrigens nicht scharf. Ich möchte heute eine Hähnchenpizza, eine Salamipizza und eine vegetarische Pizza machen. Für die Hähnchenpizza habe ich das Hähnchen mit Zwiebeln und Gewürzen gekocht und jetzt zerpflücke ich das gekochte Hähnchen in Stücke. Nicht zu klein, eher grob in kleine Stücke. Für heute habe ich diese Brote gekauft. Ich habe sie schon einmal für Pizza ausprobiert und sie waren eigentlich gar nicht schlecht. Ich mag sie, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt euren Pizzateig auch selbst machen oder frischen Teig oder andere Brotsorten benutzen. Die erste Schicht auf dem Brot oder dem Pizzateig ist die rote Soße. Ihr habt gesehen, dass ich diese fertige Bio-Soße benutze. Sie schmeckt euch gut. Wir verteilen sie auf unserem Brot. Ja, wir verteilen sie auf unserem Brot. Jetzt gebe ich auf die erste Pizza das zerkleinerte Hähnchen und auf die zweite Pizza die Salami. Die dritte Pizza mache ich später, weil hier kein Platz mehr war. Danach kommen die Paprika und die geschnittenen Tomaten dran. Die füge ich auch auf die Pizza hinzu. Ihr könnt natürlich jedes Topping benutzen, das ihr mögt. Das Gute an selbstgemachter Pizza ist, dass man sie komplett nach dem eigenen Geschmack anpassen kann und einfach alles drauflegen kann, worauf man Lust hat. Ich persönlich benutze zum Beispiel keine Pilze, aber wenn ihr Pilze mögt, könnt ihr natürlich auch welche hinzufügen. Danach kommen die Oliven drauf. Meiner Meinung nach geben sie der Pizza einen richtig guten Geschmack. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, dann lasst diesen Schritt lieber weg. Aber für unseren Geschmack macht Knoblauch das Essen, besonders die Pizza, viel leckerer. Ja, wie ihr sehen könnt, presse ich für jede Pizza eine Knoblauchzehe mit einer Knoblauchpresse und gebe sie auf die Pizza. Jetzt sind die Gewürze dran. Salz natürlich zuerst. Danach schwarzer Pfeffer.
Dann Oregano oder Thymian, weil er der Pizza ein richtig tolles Aroma gibt. Und zum Schluss Pizzagewürz, das eigentlich eine Mischung aus mehreren Gewürzen ist. Und danach geben wir den Pizzakäse über alle unsere Toppings. Für diese beiden Pizzen benutze ich diesen milden Käse. Und zum Schluss gebe ich noch etwas Bio-Olivenöl auf die Pizza. Das ist aber komplett Geschmackssache. Jetzt heizen wir den Ofen vor. Eine Temperatur von ungefähr 230 bis 240 Grad ist gut. Jetzt kommen die Pizzen in den Ofen. Also ich passe auf, dass der Käse schön schmilzt. Deshalb schaue ich immer wieder nach. Es dauert ungefähr 20 Minuten, aber die Zeit ist nicht ganz genau. Ich schaue immer wieder nach den Pizzen und wenn sie schön knusprig sind und der Käse geschmolzen ist, weiß ich, dass sie fertig sind. Jetzt schneide ich die Pizza mit einem Pizzaschneider. Und das war's mit dieser selbstgemachten Pizza. Schade, dass ihr sie nicht probieren könnt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch und ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr auf meine nicht professionellen Kochkünste geachtet, sondern viele nützliche deutsche Wörter und Ausdrücke gelernt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Eure Unterstützung motiviert mich sehr. Bis zum nächsten Video. Tschüss!